Der Bürstner Pavillon, ein Einsteiger-Campervan für 40.000 Euro. Ist das Ganze wirklich richtig preiswert und richtig cool vom Konzept oder ist das Ganze einfach nur eine Mogelpackung und billig? Ich will das in einer ausführlichen Roomtour und natürlich einem ordentlichen Test für euch prüfen. Ich bin selber sehr gespannt. Der Bürstner Pavillon. Er wurde uns damals auf dem Caravansalon für ab 40.000 Euro versprochen. Das wird sich ein bisschen ändern. Ich will aber gleich mal vorweg teasern, das macht absolut Sinn und es ist nicht dramatisch, im Gegenteil. Und ich habe mir dieses Fahrzeug einfach mal anschauen wollen, weil ich mir denke, boah, ich habe mir dieses Fahrzeug hier leer gekauft, also ohne jegliche Ausstattung und war preislich eigentlich erstmal sogar drüber über diesen Preis. Und deswegen will ich wissen, hey, ist das Auto einfach nur günstig oder ist es wirklich preiswert? Und das schauen wir uns heute an. Wie habe ich das Video gegliedert? Ganz einfach. Im ersten Teil, da gucken wir uns wirklich die Spezifikationen des Fahrzeuges an, also mit welcher Maschine ist er unterwegs etc., welche Abmessungen hat er. Danach springen wir in das Fahrzeug rein und machen eine komplette Roomtour. Wir fangen mit dem Cockpit an, gucken auf die Dinette, schauen uns die Küche, das Badezimmer und natürlich auch das Heck mit dem Schlafbereich und dem Kofferraum an. Und danach werden wir das Fahrzeug testen. Ich werde drin schlafen, werde drin wohnen. Zusammen übrigens mit dem Camper-Turbo, dem Frank D. bin ich heute unterwegs. Die testen andere Fahrzeuge vom Bürstner. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber mir geht es einfach darum, ich glaube, eine richtige Meinung und wirklich alles auffallen wird dir erst dann, wenn du auch mit dem Fahrzeug unterwegs bist. Ja, und dann habe ich eine besondere Ehre, denn dann werde ich auch noch mal kurz den Geschäftsführer interviewen von Bürstner, den Hubert, und werde ihn einfach mal zu dem Fahrzeug, aber auch ein bisschen zur Firma und zur Gesamtsituation befragen dürfen. Und danach gibt es mein Fazit und da bin ich schon jetzt so gespannt, weil ich habe Angst, dass ich mir total in den Hintern beiße, dass ich das hier so durchgezogen habe, wie ich es gemacht habe, oder ob das nicht viel klüger wäre und ich das dann hergenommen hätte als Basis, um dann alles umzumodellieren. Aber ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich bin sehr kritisch und ja, bin jetzt schon ein bisschen ängstlich vor dem Ergebnis, ehrlicherweise. Aber das ist jetzt mein Problem. Ich ziehe jetzt erstmal um von dem in den und ihr könnt euch in der Zwischenzeit, ihr habt einfach schon mal das Video angucken. Viel Spaß dabei. Jetzt kommt noch ein komischer Move, denn ich werde hier meine Kühlbox mitnehmen, die ich hier in meinem Auto verbaut habe. Und jetzt bin ich allein schon heilfroh, dass ich so ein flexibles System habe. Aber jetzt habe ich das Problem, die passt hier nicht rein. Aber was nicht passt, wird passend gemacht. Dafür hat es hier extra diese Riemen, dass ich die ein bisschen flacher machen kann. Wir beginnen mit den Spezifikationen und da möchte ich mit den Abmessungen beginnen, hier in dieser wunderschönen Umgebung. Das Fahrzeug hat eine Gesamtlänge von 5,99 Meter. In der Höhe misst das Fahrzeug 2,65 Meter bis 2,75 Meter. Das kommt ein bisschen aufs Zubehör an. Am Ende solltet ihr euch merken, 2,80 Meter, da ist dann die Grenze. Damit kommt ihr unter jeder Unterführung durch. In der Breite misst das Auto 2,08 Meter, allerdings ohne die Außenspiegel, die kommen natürlich noch mit dazu. Kommen wir zum Motor. Wir sind hier in der Stellantis-Gruppe, ein Citroën. Das ist ein Dieselaggregat, das Ganze eine manuelle Handschaltung und wir sind hier mit 120 PS unterwegs. Und ob die wirklich Spaß machen, das sehen wir uns nachher im Test an. Wir müssen jetzt über das Gewicht sprechen. Die Masse im fahrbereiten Zustand dieses Fahrzeuges, so wie es hier konfiguriert ist, die liegt bei 2.630 Kilogramm. Klar, das ganze Fahrzeug ist auf 3,5 Tonnen zugelassen. Und wenn man jetzt im Konfigurator ein bisschen rumspielt, dann sieht man auch den gesamten Spielraum der Masse im fahrbereiten Zustand, denn die liegt zwischen 2.499 und 2.762 Kilogramm, je nachdem, was du dir natürlich in dieses Fahrzeug alles hinein konfigurierst. Ja, und da müssen wir selbstverständlich über den Preis sprechen. Am Caravansalon 2025, dort hat ihn Bürstner das erste Mal präsentiert und der Startpreis lag bei unter 40.000 Euro. Mit Wirkung von jetzt ist es aber anders und natürlich auch teurer. Aber bevor jetzt alle sagen, es war halt vorher so, dass der zum Beispiel keine ausziehbare Schublade in der Küche hatte. Wenn du die haben wolltest, hast du dir ein Paket dazu buchen müssen, konfigurieren müssen. Dann war aber auch wieder die Kühlbox schon mit dabei. Die wolltest du aber vielleicht separat kaufen. Also du konntest es immer nur in Paketen aufrüsten sozusagen. Und da haben wir alle in den letzten Jahren auch wirklich nicht gut drüber geredet. Das hat Bürstner gehört und jetzt haben die gesagt, okay, passt auf, wir haben verstanden, dass das Fahrzeug gewisse Sachen mehr in der Grundausstattung haben muss. Und dafür müssen wir es dann aber auf 44.000 Euro hochlegen. Dafür sind jetzt zum Beispiel schon die drehbaren Sitze mit dabei. Und solche Themen, das schauen wir uns dann gleich in der Roomtour nochmal an. Immer wenn es da was Neues, Besonderes gibt, dann weise ich euch natürlich darauf hin.
Wir gucken uns das Fahrzeug natürlich auch von außen an. Da ist er allerdings recht unspektakulär, was die Sonderausstattung betrifft oder das, worauf ich euch hinweisen muss. Ein paar Sachen hat es auf der Fahrerseite auf alle Fälle. Hier hinten gleich mal begonnen. Hier unten ist der Grauwassertank und mit einer separaten Kurbel kann ich den hier öffnen. Das ist an dieser Stelle. Hier sieht man schon, hier ist der Tank für die Heizung. Daneben ist direkt die Steckdose für Landstrom und darüber, und das ist jetzt auch eine Besonderheit, ist noch ein Fenster zur Dinette hin. Denn ansonsten haben wir an dem gesamten Fahrzeug, so wie er hier steht, kein Fenster mehr, außer ein Dachfenster über dem Bett. Und dieses vorgehängte Fenster vorne links bei der Sitzgruppe, das war Serie und das wird in Zukunft durch ein Rahmenfenster ersetzt. Beifahrerseite super clean. Das kannst du dir natürlich auch nochmal anders bestellen, auch wenn du Fenster haben möchtest beispielsweise. Das Einzige, was jetzt an dieser Basisversion noch hier mit dabei ist, hier kommt das Frischwasser rein. Haben wir übrigens einen 80 Liter Tank im Fahrzeug. Der Hintern nackig. Würde hier nicht Bürstner draufstehen und du wüsstest, dass Bürstner Wohnmobile herstellt, dann hättest du keine Ahnung, was da drin ist. Naja, Cockpit brauchen wir jetzt nicht großartig drüber reden. Auf der einen Seite ist es ein ganz normales Citroën-Cockpit. Das ist jetzt nicht übertrieben mit irgendwelchen Schaltern, wie ihr seht. Also es ist wirklich basic. 120 PS haben wir schon gesagt. Manuelle Schaltung haben wir auch gesagt. Das heißt, wir haben ein 6-Gang-Getriebe. Ansonsten ist alles, wie man es kennt, bis auf eine Sache, die kannte ich so nicht. Und das ist hier das fehlende Radio. Ich habe kein Radio mit drinnen. Klar, das war jetzt hier auch bei der Ausstattung nicht dabei. Die Vorbereitung ist allerdings hier in diesem Fahrzeug schon mit drinnen. Und jetzt springen wir mal direkt vom Cockpit in die Dinette und damit das ordentlich funktioniert, drehen wir hier erstmal die Sitze, sodass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Ich muss mal gerade gucken, hier muss ich wahrscheinlich ein bisschen vorgehen. Wenn hier dann nach ein paar Sekunden alles konfiguriert ist, können wir uns die Dinette auch im Detail anschauen. Hier überhalb der Dinette haben wir ein großes Staufach. Ich muss mich auch gleich bei dir entschuldigen, denn überall in dem Fahrzeug sind Sachen schon von mir drin, weil ich eben schon auf dem Test unterwegs bin. Ich hoffe aber eher, dass es dir nützlich ist, damit du die Größenverhältnisse besser einschätzen kannst. Unterhalb dieses Fahres findest du da eine Leiste mit kleinen Lichtlein, die kann ich sogar verschieben, je nachdem, wo ich die dann haben möchte. Und darunter befindet sich dann einmal das Fenster von der Dinette. Relativ klein, aber ich finde absolut ausreichend, aber ich will jetzt noch nicht werten, das sollst du noch machen. Und habe dann auch mein Fliegengitter selbstverständlich und habe auch meine Verdunkelung. Zur Verdunkelung hier vorne kommen wir dann übrigens, wenn wir über Schlafen sprechen. Und dann befindet sich hier unterhalb natürlich der Tisch. Den Tisch kann ich einmal hier verstellen, je nachdem, wo ich ihn haben möchte. Und ich kann ihn auch nochmal vergrößern, sodass auch mein Beifahrer zu seinem Tellerchen kommt. Ich setze mich für euch noch schnell auf die andere Seite. Hier sitze ich dann also direkt am Fenster. Das Polster hier ist auf der einen Seite sehr bequem, es ist aber sehr gerade. Und man muss auch dazu sagen, das ist ganz wichtig, das Fahrzeug in der Grundausstattung ist jetzt erstmal ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Das bedeutet, ich habe hier hinten auf der hinteren Sitzbank keine Anschnallgurte. Wenn du also ein Fahrzeug benutzen möchtest mit Kindern, dann müsstest du das in den Optionen mit hinzubuchen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das alles war es aber noch nicht in der Dinette. Wir schauen mal unter den Tisch. So, dafür nehme ich den Tisch einmal kurz ab, lege den hier drüben drauf. Wir haben hier noch eine Steckdose. Wir haben hier nochmal eine Aufnahme für den Tisch. Damit wird man dann nochmal ein Bett bauen können hier vorne. Und hier unten haben wir auch noch was. Und zwar haben wir einen doppelten Boden. Das bedeutet, hier haben wir auch nochmal Staufläche, Schuhe, was auch immer, Sachen, die du halt nicht so oft brauchst. Und es hat hier auch den Frostwächter. Frostwächter ist wichtig, Weil er dafür sorgt, dass dein Wasser aus dem Boiler herausläuft, sollte es unter 5 Grad haben, sodass in deiner Heizung nichts gefrieren kann und damit kaputt gehen kann. Und unterhalb der Sitzbank befindet sich zum einen die Heizung und zum anderen ein Sicherungskasten. Und was ich beinahe vergessen hätte, über die Dinette zugänglich direkt über dem Cockpit befindet sich noch eine große Ablagefläche. die Küche. Wir fangen hier vorne an. Hier als einmal Lichtschalter, wenn du einsteigst. Das ist jetzt mal noch nicht so besonders. Ganz unten befindet sich die Kühlschublade. Das ist schon was Besonderes, denn die kühlt nicht. Das ist erstmal nur eine Schublade. Du sorgst selber für deinen Kühlschrank oder deine Kühlbox. Und das ist jetzt schon wieder das Erste, was diesen Papillon wirklich so besonders macht. Du konfigurierst ihn dann eigentlich mit deinen eigenen Sachen. Also alles ist vorgerüstet vom Bürstner. Das bedeutet, du hast auch einen 12-Volt-Anschluss hier hinten drin, damit du deine Kühlbox anschließen kannst. Die meisten handelsüblichen Kühlboxen haben alle die entsprechenden 12-Volt Kfz-Schalter oder Stecker, Entschuldigung. Und damit stellst du dann hier alles rein, was du haben möchtest, was halt hier reinpasst. In meinem Fall ist jetzt eine aufblasbare Kühlbox drinnen. Das ist wieder was ganz Spezielles, aber die habe ich jetzt einfach von meinem anderen Fahrzeug gerade mitgenommen. Direkt darüber befindet sich die
große Schublade. In dem Fall ist ein Besteck-Inlay drin, das kannst du auch mit Sicherheit rausnehmen, wenn du das nicht brauchst. Dann hat es hier eine riesengroße Arbeitsfläche. Ich glaube, das ist wirklich beispielhaft für dieses Fahrzeugsegment. Es hat eine sehr große Spüle, ist insofern wichtig, damit du hier eben auch zum Beispiel Töpfe abwaschen kannst etc. Es hat einen schönen stylischen Wasserhahn, wie ich meine, aber Design ist immer Geschmackssache. Ich hatte den früher auch und hier hat es eine Induktionskochplatte. Die braucht Bürstner zum einen mit Sicherheit, damit sie das ganze Ding hier auf Wohnmobil zugelassen bekommen. Zum anderen dient sie aber natürlich zum Kochen. Allerdings nur, wenn du an Landstrom hängst, denn natürlich für den Preis hast du erstmal hier keinen Wechselrichter drin. Denn ein Wechselrichter, der eine Induktionsplatte bedienen kann, der ist ein bisschen kostspieliger. Und du hast hier jetzt in dem Fall auch noch gar nicht die richtige Batterie verbaut. In diesem Fall ist noch eine 95 AGM Batterie dabei. Aber das ist auch schon wieder eine große Änderung. Mit dem neuen Serienfahrzeug, das ab jetzt bestellbar ist, ist standardmäßig immer eine 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie verbaut. Wir haben hier hinterhalb der Spüle ein Regalfach, wo du dann nochmal zum Beispiel Ölflaschen mit unterbringen kannst und lauter solche Sachen. Drüber hat es nochmal ein Staufach, wo du auch eine Menge Gläser, Töpfe, was auch immer reinpacken kannst. Und hier drunter unterhalb hat es nochmal Lichtschalter und es hat eine Steckdose. Und wenn du hier öffnest, hat es nochmal ein riesen Fach. Ist jetzt wahrscheinlich auch wieder in dem Preissegment ein bisschen anders. Bei anderen Küchen hast du da oft ganz viele Schubladen. Das gibt es hier nicht. Hier hast du dieses große Fach, aber ihr seht, wenn man sich ein bisschen organisiert, ist das, meine ich, absolut ausreichend. Zwischen der Arbeitsfläche und der Schublade befindet sich dann noch ein großes Fach. Das kann man zum Beispiel für einen Auszug eines Gasherders benutzen. Und dann hat es hier oben noch die Bedienfelder. Einmal hier für die Heizung. Es handelt sich hier um eine Truma-Heizung. Genauer gesagt um die Kombi 4D. Das bedeutet also eine Dieselheizung. Somit haben wir auch keine Gasfächer irgendwo im Fahrzeug verbaut. Und zum anderen das Bedienfeld, wo ich einfach zum einen den Strom hier einschalten kann, dass wir Licht haben. Zum anderen aber auch einfach meine Füllstände anschauen kann und sehen kann, okay, ich habe jetzt 50% Wasser hier im Frischwassertank. Ich habe noch gar nichts im Abwassertank. Standard, würde ich sagen. Badezimmer haben wir hier. Bevor wir ins Badezimmer gucken, vor dem Badezimmer sind zwei Kleiderhaken. Ich entferne hier mal meine Jacken, dann seht ihr das besser. Hier die zwei Kleiderhaken. Und wenn ich dann mit diesem Klappmechanismus die Türe öffne, gelangen wir ins Badezimmer. Und hier haben wir zum einen ein Klappwaschbecken und können uns damit Zähne putzen, Hände waschen, alles Mögliche. Und wir haben hier drüber nochmal einen Schrank, wo eine Menge Utensilien reinpassen. Des Weiteren habe ich hier noch zwei Handtuchhalter und eine Halterung fürs Toilettenpapier. Aber wo ist denn jetzt die Toilette? Die Toilette, die schiebst du hier unten raus. Und auch da ist erstmal keine Toilette mit dabei im Grundpreis, sondern du suchst dir aus, welche Toilette du haben möchtest. Und das gibt dann natürlich nochmal einen Aufpreis, außer du hast schon eine Toilette, wie ich, in meinem Fall die mobile Verschweißtoilette. Als Auswahl gibt es dann noch eine Kassettentoilette, also eine Chemie-Wassertoilette und eine Trenntoilette oder eben auch diese X1 hier. Wichtig beim Badezimmer ist mir noch, es hat kein Fenster. Dafür hat es aber wohl einen Abzug. Und wenn ich hier das Licht einschalte, dann geht auch automatisch der Abzug an. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Sprechen wir noch über das Duschen. Hier hat es einen Abfluss und dann hat es hier noch eine Besonderheit. Denn in diesem Fahrzeug ist jetzt noch, wenn ich duschen möchte, hier so eine Klappwand, die ich hier reinballern kann. In dem neuen Modell wird es aber einen Schiebemechanismus geben, sodass ich das von unten nach oben schieben kann und somit meinen Schrank vor Spritzwasser schützen kann. Hier geht gleich die Sonne unter, das heißt, es wird Zeit fürs Schlafgemach und das finden wir natürlich hier im Heckbereich. Es gibt optional zum Beispiel auch ein Aufstelldach, aber das haben wir hier nicht dabei, Basis ist hier hinten. Und da reden wir über ein Bett mit einer Länge von 1,90 Meter. Das Ganze ist natürlich ein Querschläfer und wir haben zwei Breiten. Hier einmal am Kopfteil haben wir eine Breite von 1,50 Meter und hier hinten, wo das Badezimmer dann beginnt, haben wir eine Breite von 1,40 Meter. Darüber hinaus haben wir natürlich Staufächer und zwar auf beiden Seiten haben wir hier Hängeschränke. Ich mache die mal auf für euch. Und darunter hier im vorderen Bereich habe ich wieder zwei so Lichtlein, die ich wieder flexibel verstellen kann, je nachdem, wo ich sie brauche. Was wir hier nicht haben, sind hier unten Fenster. Das wäre dann wieder eine Option, die du dir dazu buchen kannst. In meinem Fall habe ich hier oben noch ein Dachfenster, eine Dachluke und die wird heute bei 35 Grad auch definitiv notwendig sein. Schauen wir uns noch ganz kurz das Heck an. Was haben wir hier alles? Wie viel Platz haben wir vor allem hier hinten drinnen? Ich mache hier mal auf, dann sehen wir das alles besser.
Diese Tasche hier ist natürlich nicht im Umfang dabei und ihr seht, jetzt ist hier drin auch erstmal alles vollgestellt. Deswegen kann man noch gar nicht erahnen, wie viel Platz hier wirklich ist. Aber dann machen wir jetzt mal ein bisschen Platz. Schaut mal, das hier war also alles jetzt im Kofferraum drin und es hat spielend reingepasst. Und wenn wir uns das Ganze jetzt im Leeren ansehen, dann seht ihr mal, wie viel Platz es hier drinnen hat. Und es hat noch zwei Besonderheiten hier drin. Zum einen habe ich hier noch mal einen Schrank, wo ich Sachen unterkriegen kann. Allerdings ist das Fach eher von innen zu bestücken als von außen. Und auf der Seite haben wir hier natürlich den Wassertank, deswegen haben wir hier nicht mehr Staufläche am Radkasten. Was hier aber unten noch auffällt, ist, dass das Bett zweigeteilt ist. Das bedeutet, ich kann das alles spielend rausnehmen und könnte deswegen zum Beispiel auch nur mit einem Einzelbett fahren und habe dann hier zum Beispiel einfach mehr Fläche im Fahrzeug, wenn ich jetzt meinen Propeller vom Motorschirm zum Beispiel transportieren möchte. Oder kann mir auch im Innenraum noch mal mehr Platz schaffen. Deswegen ist auch die Matratze hier gestückelt. Ob man das beim Schlafen merkt, das gucken wir uns jetzt an, denn jetzt ist die Roomtour erstmal vorbei. Ich genieße dieses wunderschöne Stückchen Land und wir werden das Fahrzeug jetzt mal auf Herz und Nieren testen. Und während ich es mir jetzt langsam gemütlich mache für den Abend, schlage ich vor, dass wir zusammen ganz vorne anfangen, und zwar mit dem Fahrbericht. 120 PS, ist das cool? Wir wollen ja nicht nur in dem Fahrzeug schlafen, sondern auch reisen, also fahren. Deswegen will ich vor allem den 120er mal ein bisschen testen und ausprobieren. Und da muss ich zugeben, da hatte ich ein bisschen Schiss vor. 120 PS, boah. Aber wir sind hier im Schwarzwald unterwegs, fahren viel rauf und runter. Wir fahren Autobahn, wir fahren Bundesstraße, wir fahren ganz kleine Feldwege. Wir fahren so ein bisschen Serpentinen. Das hat alles problemlos funktioniert. Ich habe die anderen nicht abhängen können. Die anderen haben mich nicht abhängen können. Und jetzt bin ich wirklich kein Fahrexperte. Aber ich glaube, der 140 PS und 120 PS, die schenken sich nicht viel. Da kennt ihr euch besser aus. Schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Was ich vermisse, sind die Assistenzsysteme. Aber nochmal, wir sind bei 44.000 €. Da kannst du also nicht viel erwarten. Und was ich extrem vermisse, das ist mein Radio. Da geht es mir noch gar nicht ums Musik hören, sondern um die Anzeige der Navigation. Und jetzt habe ich ja sogar auch noch ziemlich guten Zugang zu Handyhalterungen. Also mindestens eine Handyhalterung wäre Pflicht hier in diesem Fahrzeug. Die vermisse ich schmerzlich. Sehr positiv ist auch, dass hier während der Fahrt einfach nichts klappert, obwohl ich ja auch voll beladen bin und alles. Das ist crazy. Finde ich ziemlich geil. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier unser Nachtlager bezogen und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns um das Abendessen. Stehen in wunderschöner Natur. Das hat jetzt für mich persönlich hier in dem Papillon den Nachteil, ich habe natürlich keinen Landstrom und deswegen kann ich jetzt ohne weiteres nicht einfach auf die Induktionsplatte zugreifen. Extrem schade, weil ich hätte jetzt unfassbar gerne für euch gekocht. Aber man muss sich halt zu helfen wissen. Ich war ja darauf vorbereitet, deswegen koche ich heute Brotzeit. Ich liebe ja das Scherzerl. Bei uns sagst du Scherzerl. Ich weiß nicht, wie sagt man bei euch? Es gibt noch den Knust und hin und her. Also was sagst du für Brotinne? Schreibt es mal in die Kommentare. Hat mit Camping überhaupt nichts zu tun, aber für mich trotzdem sehr interessant. Mahlzeit. Neben Brotzeit hat es aber noch eine andere Alternative. Du brauchst halt einfach gute Freunde, Mitreisende, die sich einfach mal um dich kümmern. So wie der Frank. Schau mal. Der grillt nur, damit er es fotografieren kann. Essen tut das gar nicht. Das ist das Tolle. Der braucht uns zum Essen. So, jetzt ist dann aber mal wirklich Zeit für Duschen. Ist schon sehr spät. Ich drehe mich mal gerade um, damit ihr hier mal ins Badezimmer schauen könnt. So, und hier zeige ich es euch jetzt mal. Das ist jetzt also die alte Wand und das ist zugegeben echt ein bisschen frickelig. Das baust du hier ein, das hängt dann mit dem Magnet hier fest, damit einfach der Schrank, die Toilette, alles nicht mit Wasser vollgespritzt wird. Des Weiteren musst du dann hier die Handtücher abnehmen, das ist natürlich wichtig, und vor allem auch hier unten das Toilettenpapier, denn sonst wird das alles nur nass. Aber wenn das dann erledigt ist, dann geht's ab in die Dusche, ich melde mich danach. Ja, und nach dem Duschen habe ich einfach einmal mit dem Mikrofasertuch alles ein bisschen trocken gerieben. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass ich, obwohl ich nicht ganz gerade stand, wirklich alles über diesen einen Ablauf abgelaufen ist. Ich bin 1,75 groß und ich habe hier immer noch so viel Platz. Und das sind locker 20 cm. Aber natürlich habe ich auch was zum Meckern gefunden. Wenn du hier den Wasserhahn ausmachst, siehst du, dass das Wasser da an der Seite dann in den Boden runterläuft. Das ist nicht schön. Vor- und Nachteil, das Licht hier drin in der Toilette bzw. Dusche ist durchaus sehr hell.
Es ist halt auch nachteilig, wenn du jetzt nachts einfach mal schnell auf Toilette möchtest, dann brennst dir halt die Augen auf. Und dann ging es für mich aber frisch geduscht ins Bett. Gute Nacht. Guten Morgen. So, machen wir hier mal auf, damit ihr hier ein bisschen was seht. Wie habe ich jetzt geschlafen? Richtig gut. Lag wahrscheinlich daran, dass ich sehr müde war, dass die Gegend und Atmosphäre hier fantastisch ist, sehr ruhig. Du hörst die Natur, die Tiere. Das war richtig cool. Und drittens ist die Matratze auch echt bequem. Du hast hier nämlich keinen Lattenrost oder Tellerfedern hier unten. Das ist einfach nur ein Holzbrett. Und da dachte ich am Anfang, boah, das wird wahrscheinlich sehr hart. Die Matratze ist recht dick. Drunter, unterhalb der Matratze hat so ein Meshgewebe. Und das sorgt dafür, dass du hier echt bequem liegst. Und so einen Schlafkomfort, den habe ich in manch anderem noblem Camper nicht gehabt, den ich getestet habe. Wenngleich, das muss man auch dazu sagen, Schlaf ist bei jedem wieder anders. Das ist eine sehr individuelle Geschichte. Mir hat es getaugt, der Platz hier ist cool. Wir haben nur ein Problem. Dafür mache ich mir jetzt aber erst einen Espresso und dann sprechen wir gleich weiter. Ich habe natürlich meine Kaffeemaschine mitgenommen und dazu meine Powerstation. Ohne die geht das natürlich nicht. Das heißt, die aktiviere ich jetzt erstmal, damit ich hier oben einschalten kann. So, und jetzt genießen wir den Kaffee und ich erkläre euch, was noch das Problem war. Es war heute unfassbar heiß, beziehungsweise gestern war es unfassbar heiß. Das heißt, in der Nacht war es auch noch sehr, sehr warm. Jetzt sind wir eher höher, also insofern ist es hier schon wieder ein bisschen kühler von der Temperatur her. Aber trotzdem habe ich es vermisst, ordentlich durchzulüften. Wie man jetzt sieht, habe ich hinten die Türen offen. Das kannst du machen, aber dann kommen die ganzen Viecher ins Auto. Also wollte ich das auch nicht haben. Ich hätte mir jetzt einfach hinten mehr Fenster gewünscht. Also das wäre die Lösung. Du brauchst einfach hinten noch mal mehr Fenster, damit du einfach für mehr Frischluft sorgen kannst. Ein zweites Thema, das ich dann hatte, war mit dem Thema Verdunkeln. Da hat es nämlich hier diesen Vorhang mit bei. Oh, kannst du nur schauen, dass ich den nicht dreckig mache. Den hängst du dir vorne dann ins Cockpit ein. Aber ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Der ist jetzt nicht wirklich blickdicht. Das heißt, der verdunkelt mal so gar nicht, weil er halt auch sehr hell ist und die Sonne durchlässt. Und deswegen, ja, ich brauche es halt dunkel beim Schlafen. Deswegen habe ich jetzt aber einfach eine Thermomatte dabei gehabt, durch Zufall. Und die kannst du dir davor hängen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Lösungen, wie du dafür sorgen kannst, dass es im Fahrzeug dunkel ist. Project Camper hat zum Beispiel coole Matten oder eben Thermomatten, jetzt wie es ich gelöst habe. Du kannst ja von Remis aber natürlich auch so ein Rollo reinmachen. Jetzt sieht man, jetzt ist es abgedunkelt. Und ich habe auch noch mal besser dafür gesorgt, dass auch die Armatur wirklich abgeschattet ist, dass da also die Sonne nicht drauf brennt und das Fahrzeug erhitzt. Insofern bin ich immer ein Fan von Systemen, die direkt an der Scheibe sind. Außen hat noch mal wesentlich mehr Vorteile als nur innen. Auf der anderen Seite muss man halt auch ehrlich sein, innen ist immer praktikabler, wenn man zum Beispiel nachts irgendwo auf dem Stellplatz ankommt und nicht mehr aus dem Auto rausgehen möchte. Da muss dann wieder jeder sein Ding finden. Die Lösung hier finde ich semi-gut. Es ist bullenheiß und die Sonne kommt gleich ums Eck. Deswegen will ich jetzt die Markise auskurbeln. Hab aber keine. Kein Problem für mich. Okay. Vorbei die Zeit der schweren Last, die uns zu Hause hält. Was früher mühsam war und groß ist jetzt die neue Welt. Wir nehmen Luft und leichten Stoff, die Kreativität dazu. Ob Küche, Bett, ob Markisen-Stuff. Bobby macht es im Nu. Aus deinem Wagen wird ein Camper, die Reise kann beginnen. Pack alles ein, es liegt fast nichts, wir sind die gewinnen. Was mir in der Praxis aufgefallen ist, ist, dass du hier wirklich wahnsinnig viel Stauplatz hast. Und das ist ja auch sehr wichtig beim Camper. Und man sieht jetzt hier, wie viel Zeug bei mir drin ist und trotzdem würde ich noch so viel unterkriegen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Fahrrad transportieren oder ich möchte zum Beispiel meinen Gleitschirmmotor hier drinnen transportieren, damit er sicherer ist, damit ich schneller fahren kann, damit ich keine Anbauteile hin habe, wie auch immer, dann kann ich theoretisch dieses Teil hier auch noch mal mit rausnehmen. Ich versuche das jetzt mal schnell zu demonstrieren. Ich klappe das mal hier hoch. So. Und dann, ich muss hier nur schnell ein bisschen reinsteigen, kann ich das hier so reinstecken. Habe hier diese Teile, kann das damit verankern und schon kann ich hier Fahrräder reinstellen. Wie gesagt, mein Motor und vieles, vieles mehr. Und jetzt geht es natürlich alles noch einen Schritt weiter. Ich kann das natürlich auch komplett rausnehmen alles. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, und hier mit diesem Teil verhält es sich dann ganz genauso. Das kannst du auch rausnehmen. Und dann hast du hier natürlich richtig viel Ladefläche.
Ja, und mir ist schon klar, dass es jetzt wenig Sinn macht, wenn dann hier vorne die Matratze liegt und da unten lauter Fußmatten und so weiter. Das ist klar. Die Sachen, sowohl die Bretter als auch die Matratze, lässt du dann natürlich zu Hause oder verstaust es vorne. Ihr wisst, ich wollte es euch jetzt nur zeigen und die Sachen nicht in den Dreck legen. So, wenn wir schon hier alles abgebaut haben, kann ich euch noch zwei Sachen zeigen. Ihr, nur zur Orientierung, hier ist das Waschbecken, das heißt, hier ist die Beifahrerseite Bett normalerweise. Und wenn ich das hier öffne, habe ich zum einen noch Staufläche. Das hat auch den Grund, da komme ich hin, weil die Matratzen ja geteilt sind. Das heißt, ich kann die Matratze einfach hochheben, komme hier ran. Wenn ich dann noch weiter öffne, dann seht ihr, hier verbirgt sich der Wassertank. Das ist eine riesengroße Öffnung. Das bedeutet, du kommst zum Reinigen des Wassertankes hier sehr gut ran. Und dann hatten wir noch eine zweite Sache, die ist auf der anderen Seite, denn da habe ich euch ja noch versprochen, dass ich euch das Fach zeige, das hier quasi hinter dem Toilettenfach des Badezimmers existiert. Und ich habe entdeckt, dass es dann sogar noch ein Fach gibt, wo die ganzen Heizungen und Wasserrohre drin liegen. Da könnte man zur Not auch noch was verstauen, aber man sieht schon, das Rohr ist sogar schon ein bisschen beschädigt. Ich würde da nichts reinlegen, denn das ist für die Leitung wahrscheinlich nicht das Beste. Und jetzt seht ihr, wenn ihr an das eine Staufach rankommen müsst, einfach hier weg, zack, öffnen. Und jetzt weiß ich, dass man hier gerne verleitet ist, in die Kommentare zu schreiben, ja, da gibt es aber deutlich elegantere Lösungen. Natürlich, das geht mir auch so und ich muss immer wieder aufpassen, wenn ich bei dem Auto hier dran arbeite, mir meine Meinung bilden möchte. Dieses Fahrzeug kostet halt weniger als teilweise Mittelklasse PKWs, die nicht mal ein Bett, eine Küche, ein Badezimmer oder ein Esszimmer mit bei haben. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Zur Orientierung, hier ist die Küche, hier hinten befindet sich das Bett und was ich euch zeigen wollte, ist diese USB-C und USB-A-Schublade. Finde ich sehr praktisch. Hier habe ich heute Nacht mein Handy geladen. Da gibt es jetzt wieder unterschiedliche Typen. Die einen legen das zu sich aufs Bett. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Du kannst es aber auch einfach hier oben, also hier irgendwo reinlegen. Du musst nur aufpassen, dass du es nicht ins Waschbecken legst. Und Heizungsausströmer. Wir haben überall Heizungsausströmer. Hier im Bettbereich. Kofferraum unterhalb der Küche. Badezimmer, vorne eskaliert es geradezu. Wir haben hier zum Eingangsbereich, hier in die Dinette rein, von der Hinterseite in der Dinette noch hier. Also es hat genügend Heizungsausströmer. Ich muss ehrlich mit euch sein, die Sonne knallt hier so runter. Wir haben über 30 Grad. Ich hätte eher eine Klimaanlage gebraucht, als dass ich die Heizung getestet hätte. Mea culpa. Thema Sitzen in der Dinette. Ich sitze jetzt auf der Rückbank, wie ihr sehen könnt. Und da ist einmal, das Polster ist sehr weich, sehr angenehm. Also so erstmal zum Sitzen gut. Wenn du jetzt hier aber länger arbeitest, wie ich das hier gerade mache, dann sitzt du hier schon sehr gerade und das ist auf die Dauer sehr unangenehm. Das ist aber normal. Also warum sollte das Bürstner besser machen beim Budgetfahrzeug sogar als alle anderen auf dem Markt, die es ja auch nicht hinkriegen. Und das ist nicht, weil die alle irgendwie doof sind, sondern das ist halt auch der kleinen Bauweise geschuldet, weil wir sind jetzt hier im 6-Meter-Fahrzeug, wir haben hier dieses Badezimmer, wir haben hier nicht mehr den Platz, um schöne Abschrägungen zu machen oder vielleicht sogar Sitze, die ich dann von der Neigung einstellen kann. Anders ist es dann natürlich beim gedrehten Fahrersitz. Deswegen ist das dann auch mein Favorit. Das hier ist zum Sitzen mega komfortabel. Und ich glaube, das liegt auch mit daran, dass Bürstner eine eigene Polsterei hat und hier diese Überzüge zum Beispiel selber macht. Und die fühlen sich sehr bequem an. Das habe ich immer schon gesehen bei diesen Bürstner Fahrzeugen. Die sehen nicht nur schick aus, sondern die sind auch sehr bequem. Und hier lässt sich dann gut arbeiten und Filme schneiden. Und dann noch kurz zu den Änderungen. Beim Dieseltank wird man zukünftig von einem 60-Liter-Tank auf einen 90-Liter-Tank umstellen. Und dann haben wir noch was Neues bei der Dinette. Die Launchsitze ohne Fußablage sind in Zukunft Serie und die Halbdinette mit Gurtgestell und Isofix ist dann optional zu erhalten. Wisst ihr, was mir noch auffällt? Ich grüße die ganze Zeit andere Camper, die hier an mir vorbeifahren. Aber die grüßen mich nicht. Und normalerweise ist die Häufigkeit nicht so normal. Deswegen habe ich mir Gedanken darüber gemacht, liegt es an mir oder so. Ich glaube oder hoffe, dass es am Ende daran liegt, dass die Leute mich hier als Camper gar nicht so erkennen, weil er halt so unauffällig ist. Er hat keine Markise, das Dachfenster sieht man bei der Fahrt nicht. Er hat generell außen sehr wenig Fenster. Und das wiederum bedeutet ja auch, wenn du viel in der Stadt parken musst, wo wir Camper verständlicherweise nicht so erwünscht sind, fällst du halt damit definitiv nicht auf. So, aber ich mache mich jetzt gerade mal auf den Rückweg, weil ich habe jetzt noch die Möglichkeit, bei Bürstner den Geschäftsführer zu sprechen, den Hubert. Und das möchte ich mir nicht entgehen lassen, weil dem möchte ich noch ein paar Fragen zu dieser Karre hier stellen. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich hier bei Bürstner noch den Hubert getroffen habe. Ich brauche ihn ja gar nicht mehr vorstellen, was er macht. Das wisst ihr alles selber. Ich will dir ein paar Fragen stellen, Hubert. Als ich so das letzte Mal hier war,
vor dem Caravansalon, den letzten. Da war die Stimmung so ein bisschen angespannt, war schwierig. Auf dem Caravansalon seid ihr alle rumgelaufen, ihr hattet ein Grinsen im Gesicht, ihr hattet komplett neue Fahrzeuge dabei. Und es ist heute so, dass immer noch alle grinsen. Genau. Was hast du denn da gemacht? Was ist denn passiert in der ganzen Zeit? Weil lang war es ja nicht. Ja, also ich habe da mitbekommen, was wir alles umgestellt haben und ja, wir haben, glaube ich, ein bisschen gerockt und es funktioniert. Ja, wusste man am Anfang nicht, aber es geht alles auf und ja, deswegen das Grinsen ist da. Sehr schön. Ja, dann da schon mal herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt geht das alles auf. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich bin jetzt gerade mit diesem Fahrzeug hier unterwegs. Das ist ja, sage ich jetzt mal, bei euch im Produktsortiment das Preiswerteste, das ganz unten angesetzt ist. Hast du was für mich, wo du sagst, das werden genau die Punkte sein, die mich begeistern, obwohl ich auch bei euch jetzt in einen Sprinter einsteigen könnte, der wahrscheinlich um die 80.000, 85.000 Euro liegt? Also dieser Papillon ist für mich so ein kleines Herzensprojekt, muss ich ganz wirklich sagen. Ja. Weil die Idee ist ja da tatsächlich dieses wieder zurück zum Camping, so wie man das früher mal kennt, also wo ich noch jung war. Ne? Jetzt bin ich ja schon alt, aber... Also vor 5 Jahren? Ja, genau, Dankeschön. Nee, und da war es ja so, dass man nicht immer mit Komplettausstattung losgefahren ist. Ja, und wir haben auch festgestellt, dass tatsächlich unsere Wohnmobile, auch Campervan, immer luxuriöser werden und so. Es gibt aber einfach auch Leute, die jetzt nicht unbedingt so viel Geld haben. Und da war die Herausforderung, wie kriegen wir denn, wie günstig vom Preis, kriegen wir uns einen Campervan hin, obwohl der dann aber auch hochwertig gebaut ist, ja, weil er hat jetzt keine billigen Möbel oder so drin. Und deshalb, das ist ein bisschen so das, was mich hier reizt. Und ich glaube, wir haben das geschafft mit dem Papillon. Das hast du selber mitgekriegt, das war der meistdiskutierte Wagen in der Community. Mogelpackung, die anderen haben auch wieder gesagt, der ist gut. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben halt hier ein Angebot. Ja, natürlich können die Leute auch sagen, ja, aber wenn ich jetzt einen Kühlschrank reinbestelle und die Toilette reinbestelle, dann kostet er wieder so viel wie ein anderer. Ja, ist so. Zaubern können wir ja auch nicht. Ja. Und trotz alledem finde ich, wir machen einfach ein Angebot, wo wir sagen können, komm, und ihr könnt es selber dann weiter ausstatten. Vielleicht braucht einer keine 4 Fenster, sondern ihm reichen 2 oder gar keins, weil er Stealth-Camper ist, habe ich jetzt auch gelernt. Ja, Stealth-Camper. Jetzt erklär mal. Ja, Stealth-Camper sind also Camper, die in Großstädten wohnen, wo man mit dem Wohnmobil nicht stehen darf, aber dann mit einem verdeckten Camper dann trotzdem parken darf. Du meinst die Handwerker? Zum Beispiel. Ja. Und aber ich muss schon eines dazu sagen, ja, es ist ja nicht so, dass wir dann nicht der Community auch zuhören. Es war zu Recht, finde ich ja, wir haben ja hier 39,9 hingeschrieben, so, und dann hat es zum Beispiel aber drehbare Sitze, muss man dazu bestellen, 700 Euro. Dann haben wir gesagt, wenn man so einen Küchenauszug unten haben will, muss man gleich das ganze Klima... Das Küchenpaket, glaube ich, oder meinst du? Das Küchenpaket dazustellen, genau. Und da war aber schon die Kühlbox dabei, also wieder 3.000. Wenn ich eine indirekte Beleuchtung haben wollte, musste das Komfortpaket mitbestellen. Ja? Und dann war ich dann doch sehr schnell bei 48.000, 49.000. Also da war es vielleicht doch eine kleine Mogelpackung. Ja? Okay. Und dann haben wir gesagt, komm, das stellen wir jetzt um. Ja, wir erhöhen jetzt lieber den Preis von 39,9 auf 43,9. Dafür hat aber jetzt die Sitze schon drehbar. Er hat eine Lithium-Batterie serienmäßig, ja, dass wir den fahren können. Er hat eine Dieselheizung mit drin. Und er ist jetzt wirklich ein Fahrzeug, wo du einsteigen kannst und losfahren kannst. Der wird da genauso am Caravansalon stehen. Und dann haben wir die Paketpolitik komplett jetzt aufgelöst. Ja, und jetzt kannst du einzeln dazu bestellen, was du willst. Und gerade die Selbstausbauer, da gibt es ja doch auch viele, die können dann selber sagen, ja, ein Fenster kann man später noch reinmachen oder keine Ahnung. Ja. Also, und du kannst jetzt einsteigen für 43,9 und wie gesagt, das ist ja jetzt kein billiges Auto. Der Möbelbau ist ja im Habiton drin für 100.000 Euro. Also der Möbelbau ist extrem hochwertig, aber jetzt bist du wieder, ja, du steigst bei 43,9 ein. Und wir haben jetzt wieder mal geschaut, dieser Citroën leere Kastenwagen, der liegt bei 44.000 Euro. Also ja, da sprichst du einen sehr guten Punkt an, den ich dich auch fragen wollte, weil jetzt hast du den hochwertigen Möbelbau angesprochen. Aber das Basisfahrzeug an sich, ich bin ja Leidtragender, ich habe mir ja selber ein leeres Fahrzeug gekauft. Da komme ich ja da gar nicht ran. Und da hast du aber auch die ganze Infrastruktur schon drinnen, die ich ja alle reinbauen musste. Genau. Und
schaffst du das durch die Stückzahlen, dass ihr die Fahrzeuge allein schon so günstig einkauft? Gut, wir sind Großeinkäufer. Über einen Konzern und so weiter kommen wir in ganz andere Stückzahlen. Das ist klar, das können die anderen aber auch, unsere Wettbewerber. Und, aber wie gesagt, ich finde, das ist einfach ein cooles Konzept, wo wir hier bieten. Und ja, bin gespannt, wie jetzt die Preisumstellung ankommt bei der Community, aber wir haben zugehört. Ja. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Stichwort. Also du hast jetzt 2 Sachen gesagt, als hättest du mein Skript schon gelesen mit den Fragen, die ich dir stellen wollte, sind nämlich noch genau die 2 Sachen. Also das bedeutet, wir werden auf dem Caravansalon uns auch auf neue Sachen freuen können. Eine habe ich schon verstanden, ist jetzt allein die Preispolitik, die wir hier haben. Hier ist Preispolitik wirklich so, wie wir es gelernt haben jetzt von den Leuten. Und ansonsten kannst du uns schon, du musst nur Ja oder Nein sagen, aber du musst uns noch nichts verraten. Aber werden wir auf dem Caravan-Salon schon wieder was Neues sehen von euch? Ja gut, auf jeden Fall der Mercedes Signature, aber der steht ja schon da, der ist schon freigegeben und jetzt kommt echt, kommt schon im Van-Bereich ein Knaller nochmal. Im Van-Bereich kommt Knaller. Boah, Leute, da müssen wir, also dann sehen wir uns definitiv nochmal auf dem Caravan-Salon. Ist ja nicht mehr so lange hin bis dahin. Der wird cool. Okay, da bin ich sehr gespannt. Und eine zweite Geschichte habe ich noch. Du hast vorher schon gesagt, da haben wir auf unsere Kunden gehört. Das höre ich relativ oft bei euch. Und das muss ich euch ja wirklich zugutelegen. Ich habe ja einmal ein Auto bei euch echt zerrissen und ihr habt mich danach nicht vom Hof gejagt, sondern ihr habt mich antanzen lassen, habt gesagt, und dann waren viele Leute von euch dabei und ihr habt euch meine ganzen Sorgen und Probleme angehört und dann habt ihr mich überrascht am Caravansalon. Das ist ja einmal schon was sehr, sehr Geiles. Aber wo hört ihr denn die Kunden reden? Wo holt ihr euch dieses Feedback? Ja, schon in erster Linie, muss ich sagen, über auch eure YouTube-Videos. Okay. Da stehen die Kommentare ja unten drunter, da muss man einmal dann schauen, dass man sortiert. Aber auch so ein Thema wie gasfrei. Ja, also war für mich bis vor 2, 3 Jahren überhaupt nicht am Schirm. Heute ist das schon fast Pflicht. Und dann setzt man das auch sehr schnell um. Ja. Oder, klar, ich bin ja am Campingplatz draußen, ich fahre zu Kundentreffen. Also man versucht da schon, nicht nur sehr nah dran zu sein an dem Ganzen. Ja. Ja, das fasziniert mich. Dann hoffe ich, dass ihr das so weiter behaltet. Ich freue mich total jetzt auf den Caravansalon, gerade wenn du mir jetzt auch noch mal so eine Spitze mitgibst. Da können wir sehr gespannt sein. Vielleicht zeigen dann vor dem Caravansalon schon. Oh, ihr seid Zeugen, Und du hast eingeschlagen. Nein, ich wünsche euch jetzt ganz viel Erfolg weiterhin. Ich hau jetzt wieder ab, weil das Auto habt ihr jetzt schon im Grundriss gesehen. Aber jetzt kommen wir dann zu meinem Fazit und das mache ich mal alleine, Hubert. Okay, Danke alles dir. klar, danke. Ciao, servus. Also nochmal ganz herzlichen Dank an Hubert, dass er sich da auch extra nochmal die Zeit genommen hat. Das ist auch nicht normal, als Geschäftsführer so einer großen Company, sich da einfach mal zu so einem Dödel wie mich zu stellen und da nochmal Rede und Antwort zu stehen. Ich will jetzt zu meinem persönlichen Fazit kommen und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich auf der einen Seite auf das Fahrzeug gefreut im Sinne von, ich habe Bock, das einfach mal auszuprobieren, aber ich bin mit ganz viel negativen Dingen dran, habe mir gedacht, da kann ich es zerstören, da kann ich es zerstören. Und wie ihr im Test schon gesehen habt, das ist überhaupt nicht passiert. Und das hat vor allem auch den Grund, weil ich gesehen habe, klar, das ist nicht vergleichbar mit Fahrzeugen, die ich selber schon gefahren bin und mit denen ich auch schon auf Reisen war und so weiter. Aber diesen Anspruch hat das Fahrzeug ja auch nicht. Und trotzdem, jetzt stehe ich hier mit dem Frank D. Camping, mit dem Camper Tobi zusammen, die ganz andere Fahrzeuge fahren, die viel teurer sind, viel besser ausgestattet sind, viel hochwertiger sind. Also von der ganzen Ausstattung, vom Equipment und so weiter. Am Ende sitzen wir trotzdem alle an diesem wunderschönen Ort und genießen das Camping. Das ist mal das, was ich auf alle Fälle wieder gelernt habe. Und jetzt direkt zum Feedback. Ich habe mir also gedacht, boah, naja, das kann ja nichts sein. Bin ich ganz ehrlich. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie vom Bürstner Geld bekomme und so weiter. Gar nicht. Kriege ich nicht. Also ich weiß auch wieder, dass viele drunter schreiben werden, ja, der wird nur bezahlt und hin und her. No way. Und auch wenn ich jetzt was Schlechtes über dieses Fahrzeug gesagt habe, das habe ich ja bei Bürstner auch schon gelernt. Ich habe da mal ein Fahrzeug ja mal wirklich sagen müssen, hey, finde ich nicht gut, kauft es nicht. Und selbst da haben sie mich danach eingeladen und haben mein Feedback angehört. Und immer wieder, wenn ich Fahrzeuge haben möchte, kriege ich sie. Also das muss man ja auch ganz hoch anrechnen. Also zu Fehlern stehen kann nicht jeder in der Branche, sage ich mal. So, und jetzt konkret auf dieses Fahrzeug. Ich habe mir ein Auto gekauft, leer, für Brutto-Listenpreis über 60.000 Euro. Mit den Rabatten, die du dann kriegst als Privatperson, ist es natürlich günstiger. Aber es war immer noch teurer als dieses Fahrzeug, das bereits ausgebaut ist. Jetzt ist das ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, weil ich habe einen stärkeren Motor, ich habe andere Assistenzsysteme, ich habe
das längere Fahrzeug mit 6,36 Meter, das hier ist der 6 Meter. Aber trotzdem, wenn ich mir dieses Auto hier leer kaufen würde, würde ich genauso viel zahlen, als würde ich mir den bei Bürstner ausgebaut bestellen. Ich habe auch mal geguckt, was die Mitbewerber so machen. Es gibt einen Forster zum Beispiel, der in dieser Preisklasse liegt. Und es gibt noch einen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, ich musste mal schnell luren, Entschuldigung. Der Carrado zum Beispiel, der spielt auch noch ungefähr damit. Der Sunlight Cliff ist schon wieder deutlich teurer. Also die sind dann alle schon wieder um 5.000 Euro oder so 3.000, 4.000 Euro teurer als dieses Fahrzeug. Dieses Auto wurde richtig verrissen, weil alle gesagt haben, ja, das ist nur so ein Marketing-Ding vom Bürstner, weil das ist ja gar kein Camper, weil am Ende brauchst du dann wieder die Küche oder die Toilette und so weiter. Ich sehe es ganz anders. Ich sehe es so, dass ich sage, wenn du entweder budgetär gesehen mal einfach einsteigen möchtest, wenn du mal anfangen möchtest, mega. Weil die Toilette ist ganz oft so, dass Leute die bestehende Toilette wieder rausreißen und sich dann eine andere einbauen lassen, weil sie einfach einen anderen Toilettentyp haben wollen. Und deswegen finde ich dieses Konzept eigentlich sehr, sehr geil. Also genau diese Sachen, Kühlbox, Kühlschrank, was willst du da mitnehmen? Ich finde genau das sympathisch an diesem Fahrzeug. Und nochmal, privat, wenn du es dir leer kaufst, ist es genauso teuer. Ich beiß mir ein bisschen in den Hintern, weil mein Ziel war es, mir einen leeren Kastenwagen zu kaufen, um ihn selber auszubauen und für mein Versuchslabor, da mit meinen Möbeln und so weiter. Und allein diese Infrastruktur da reinzubauen, Wasser, Strom, Isolierung, aber auch die Heizung zum Beispiel, das ist wahnsinnig teuer. Und ohne den Micha und sein Team von Mika Caravan hätte ich das alleine niemals geschafft. Und das ist hier alles schon erledigt. Und das ist auch wirklich gut und richtig solide. Also allein dafür wird es mir schon absolut taugen. Und ich greife so ein bisschen an den Kopf, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe da damals überhaupt nicht dran gedacht. Denn zum Beispiel die Küche, die ist solide gebaut. Also die ist qualitativ, ist es völlig in Ordnung für diesen Preis. Aber ich brauche die dann so nicht, weil ich will ja meine eigenen Küchen testen. Ich würde mir die dann einfach rausreißen. Also versteht ihr, was ich sagen möchte? Ich möchte einfach nur sagen, ich verstehe nicht, warum man dieses Auto verreist, weil dieses Auto hat nicht den Anspruch, ein Luxuscamper zu sein. Das ist nicht der Anspruch. Die Felgen sehen kacke aus, bin ich ehrlich, ist kacke. Aber ich stehe trotzdem hier und ich kann mit dem Auto fahren. Das ist also überhaupt nicht relevant. Im Gegenteil, ich kann mir diese Reifenkombination hier preiswert holen und kann sie danach einfach mal gegen was austauschen, wenn ich dann das Budget habe, wenn ich die Kohle habe, mit Felgen, die mir Spaß machen. Wenn ich da Wert drauf lege. Wenn ich da keinen Wert drauf lege, dann ist es doch super so. Also mich hat es echt abgeholt. Es sind viele Sachen dabei gewesen, habt ihr jetzt im Test gesehen, wo ich sage, wow, ist jetzt nicht ganz so cool, aber du kannst dir immer behelfen mit einfachsten Mitteln. Und das hat mir echt Spaß gemacht an dem Auto. Also ich bin positiv überrascht. Das will ich damit sagen. Und ich glaube, dass das ein richtig cooler Move ist. Und ich persönlich würde mir mehr Hersteller wünschen, die genau diesen Weg gehen, dass man mal sagt, back to the roots, einfach mal wieder von unten anfangen, weil höher, schneller, weiter kannst du ganz einfach immer selber machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, du bist an so vielen heißen Tagen wie ich jetzt hier unterwegs, dann machst du dir halt mit der Zeit noch mal ein Fenster rein oder du machst dir dann vielleicht irgendwie einen Max-Van rein, was auch immer. Aber das zeigt dann die Erfahrung. Denn ich habe in meiner Vergangenheit gelernt, dass ich mir fertige Fahrzeuge kaufe, wo ich meiner Meinung nach alles habe. Und mit der Zeit pimpst du und tunst du da wieder so viel, da reißt du das gute Zeug raus und haust es noch besser wieder rein. Und gerade mit diesem neuen Paket, mit dieser Lithium-Batterie und alles, was da jetzt dazu kommt, richtig nice. Also, ihr kennt jetzt mein Fazit. Ich bin wirklich begeistert und überrascht. So, und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Haut in die Tasten, schreibt unten in die Kommentare. Mir ist nur wichtig, nicht ganz so schwarz-weiß. Es ist immer ein bisschen bunt. Auch einfach mal darauf einlassen, dass alle Leute es immer ein bisschen unterschiedlich sehen. Geht respektvoll miteinander um, das ist mir ganz wichtig. Aber ich weiß, das macht ihr und dafür auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Dankeschön. Schaut auch gerne nochmal auf die anderen Kanäle. Wie gesagt, wir haben einmal den Habiton, wir haben einmal den Signature. Der Camper-Tobi und der Frank D. haben da auch richtig viele Videos gemacht. Wenn ihr dazu mehr Details sehen wollt, dann verlinke ich euch die natürlich hier auch nochmal in der Playliste. Und lasst super gerne ein Like da für dieses Video. Da geht es mir gar nicht um dieses Fahrzeug. Selbst wenn ihr am Ende feststellt, das Fahrzeug ist nichts für mich, dann hat sich das Video ja auch gelohnt.
Und für mich ist das eine Mordsbestätigung. Hyped, boosted, ich weiß nicht, wie man das alles nennt. Macht einfach alles, was dir nichts kostet und mir was bringt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert auch sehr gerne den Kanal. Hier gibt es wöchentlich immer wieder Videos rund um das Thema Camping, Fahrzeugtests, Gadgets, alles Mögliche. Jeder von euch ist mir hier ganz herzlich willkommen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen, wünsche euch, egal mit welchem Fahrzeug auch immer ihr unterwegs seid, ganz, ganz tolle Touren. Das Wichtigste ist, dass ihr es immer so genießen könnt wie wir hier, dass ihr eine richtig gute Zeit habt und dass ihr vor allem gesund und glücklich wieder zurückkommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf, sende jetzt die besten sonnigen Grüße und vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.